Hallo Mia, wie geht es dir heute? Hallo Ryan, ich bin wirklich sehr müde. Warum bist du denn heute so müde? Ich habe die ganze Nacht Anzeigen gelesen. Hast du ein spannendes Buch gelesen? Nein, ich muss eine Wohnung suchen. Oh ja, das kenne ich wirklich sehr gut. Die Suche ist im Moment sehr anstrengend. In einer deutschen Großstadt ist das schwer. Man braucht sehr viele Dokumente dafür. Ja, man braucht Gehaltsnachweise und den Ausweis. Und man braucht auch die Schufa-Auskunft. Das ist in Deutschland wirklich sehr wichtig. Heute lernen wir wichtige Wörter dazu. Wir lernen 6 sehr nützliche Ausdrücke. Unser erster Begriff ist eine Wohnung suchen. Das bedeutet auf Englisch looking for an apartment. Suchst du im Moment auch eine Wohnung? Nein, ich habe im Moment eine Wohnung. Aber deine Suche war früher sehr schwer. Ja, ich habe damals sehr lange gesucht. Hast du viele Wohnungen besichtigt? Ich habe damals 10 Wohnungen gesehen. Gab es viele andere Bewerber dort? Vor der Tür standen viele Menschen. Das ist in München ganz normal. Aber am Ende hatte ich großes Glück. Hast du eine schöne Wohnung gefunden? Ja, aber es gab eine große Überraschung. Welche Überraschung gab es denn damals? Gleich erzähle ich dir mehr davon. Erzähl mir mehr über deine erste Suche. Ich wollte unbedingt eine Wohnung suchen. Warum wolltest du damals umziehen? Meine alte Wohnung war viel zu klein. Wo hast du nach Anzeigen gesucht? Ich habe im Internet viele Anzeigen gelesen. Hast du dem Vermieter E-Mails geschrieben? Ja, ich habe 50 E-Mails geschrieben. Hast du viele Antworten bekommen? Nein, ich habe nur 5 Antworten bekommen. Das ist leider ein normales Problem. Man muss geduldig sein beim Suchen. Man muss jeden Tag neue Anzeigen prüfen. Genau, und man muss schnell antworten. Welche Auskunft möchte der Vermieter haben? Er fragt oft nach dem Gehalt. Und er fragt nach dem Arbeitsvertrag. Ohne Job ist es wirklich sehr schwer. Studenten brauchen oft eine Bürgschaft. Das bedeutet, die Eltern unterschreiben mit. Hast du auch eine Bürgschaft gebraucht? Nein, ich hatte schon meinen Job. Das macht die Suche etwas leichter. Trotzdem muss man lange warten. Manchmal wartet man viele Wochen. Kommen wir nun zum zweiten Begriff. Welcher Begriff steht als nächstes auf der Liste? Unser zweiter Begriff heißt die Miete bezahlen. Das bedeutet auf Englisch paying the rent. Jeden Monat muss man die Miete bezahlen. Das Geld überweist man direkt dem Vermieter. Kennst du den Unterschied bei der Miete? Du meinst sicherlich Kaltmiete und Warmmiete? Genau, die Kaltmiete ist nur für die Räume. Dazu kommen dann noch die Nebenkosten. Heizung, Wasser und Müll kosten extra. Zusammen ist das dann die Warmmiete. Man muss immer pünktlich die Miete bezahlen. Am besten macht man dafür einen Dauerauftrag. Dann vergisst man diese wichtige Zahlung nie. Das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Als Studentin hatte ich damals wenig Geld. War deine erste Miete sehr hoch? Die Kaltmiete war wirklich sehr günstig. Aber wie hoch waren damals die Nebenkosten? Im ersten Winter habe ich viel geheizt. Musstest du am Ende viel Geld nachzahlen? Ja, ich musste 300 € nachzahlen. Das war sicher ein sehr großer Schock. Seitdem achte ich immer sehr auf Nebenkosten. Das sollte wirklich jeder Mieter machen. Wann überweist man meistens die Miete? Man bezahlt meistens am ersten Tag im Monat. Das steht auch genau so im Vertrag. Wenn man nicht bezahlt, gibt es Ärger. Deshalb ist die pünktliche Zahlung sehr wichtig. Man sollte das Geld am Anfang überweisen. Dann kann man beruhigt schlafen. Wie viel Prozent vom Gehalt bezahlst du? Ich bezahle ungefähr 30%. Das ist ein sehr guter Richtwert. Mehr als 30% ist zu teuer. Was ist für dich beim Wohnen wichtig? Ich wünsche mir immer eine ruhige Lage. Das ist unser dritter Begriff für heute. Unser dritter Begriff heißt eine ruhige Lage. Das bedeutet auf Englisch a quiet location. Ich mag überhaupt keinen Lärm von Autos. Möchtest du am liebsten im Grünen wohnen? Ja, ich möchte nachts ganz ruhig schlafen. Ein Park in der Nähe ist sehr schön. Keine lauten Straßen und keine Partys. Das verstehe ich wirklich sehr gut. Wo möchtest du am liebsten wohnen, Ryan? Ich wohne am liebsten in guter Lage.
Das ist unser vierter Begriff für heute. Unser vierter Begriff heißt in guter Lage. Das bedeutet auf Englisch in a good location. Für mich bedeutet das mitten im Stadtzentrum. Geschäfte und Cafés sind dann ganz nah. Und die U-Bahn ist direkt vor der Tür. Aber dort ist es oft sehr laut. Das stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich brauche unbedingt frische Luft und Bäume. Ich brauche Restaurants und ein Kino nah. So hat jeder Mensch andere Wünsche. Das macht das Leben ja auch interessant. Einige Menschen lieben kleine Dörfer. Andere Menschen lieben die große Stadt. Beide Möglichkeiten haben Vorteile. Man muss selbst entscheiden, was man möchte. Ist deine Wohnung auch nah an der Arbeit? Ja, ich fahre nur 10 Minuten mit dem Fahrrad. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Ich spare dadurch jeden Tag viel Zeit. Jetzt fragen wir unsere lieben Hörer. Seid ihr Team Ryan oder Team Mia? Wollt ihr lieber eine ruhige Lage? Oder wohnt ihr am liebsten in guter Lage? Schreibt uns eure Antwort in die Kommentare. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Meinung. Welcher Begriff kommt jetzt an die Reihe? Unser fünfter Begriff heißt die Kaution bezahlen. Das bedeutet auf Englisch paying the deposit. Vor dem Einzug muss man Geld hinterlegen. Die Kaution ist eine Sicherheit für den Vermieter. Meistens sind das 2 oder 3 Kaltmieten. Das ist oft sehr viel Geld auf einmal. Wenn man auszieht, bekommt man das Geld zurück. Aber die Wohnung muss im guten Zustand sein. Jetzt erzähle bitte deine lustige Geschichte. Ich habe damals eine schöne Wohnung besichtigt. Wo lag diese schöne Wohnung genau? Sie war in der Stadt in guter Lage. War die Miete dort nicht viel zu hoch? Nein, die Miete war wirklich sehr günstig. Und wie waren die Zimmer in dieser Wohnung? Alle Zimmer waren sehr hell und riesig. Das klingt absolut nach einer Traumwohnung. Dann ging ich voller Freude in die Küche. Was hast du dort in der Küche gesehen? Da war absolut gar nichts drinnen. Gar nichts? Gab es keine Küchenschränke? Keine Schränke und auch kein Herd. Gab es denn wenigstens ein kleines Spülbecken? Nein, es gab nur leere weiße Wände. Das ist in Deutschland tatsächlich ganz normal. Ich war damals völlig schockiert und verwirrt. Viele Wohnungen haben keine Einbauküche. Der Mieter muss die Küche selbst kaufen. Und beim Umzug nimmt man sie wieder mit. Ich musste damals eine neue Küche kaufen. Das hat sicher sehr viel Geld gekostet. Ja, aber jetzt habe ich meine eigene Küche. Frag beim nächsten Mal gleich nach der Küche. Diesen Fehler mache ich garantiert nie wieder. Nun kommen wir zu unserem letzten Begriff. Welcher Begriff ist unser 6. Ausdruck? Unser 6. Begriff heißt der Einzugstermin. Das bedeutet auf Englisch the move-in date. Das ist der offizielle Tag für den Umzug. An diesem Tag bekommt man alle Schlüssel. Vorher unterschreibt man den Mietvertrag. Am Einzugstermin macht man ein Übergabeprotokoll. Man prüft gemeinsam alle Schäden im Raum. Man schreibt auch alle Zählerstände genau auf. Welcher Einzugstermin passt dir am besten? Der erste Tag im Monat ist meistens ideal. Dann hat man genug Zeit für den Umzug. Man kann am Wochenende alle Möbel tragen. Freunde helfen oft gerne beim Umzug. Am Abend gibt es dann Pizza für alle. Das ist eine schöne Tradition in Deutschland. Und am nächsten Tag packt man Kartons aus. Dann fühlt man sich schnell wie zu Hause. Wiederholen wir noch einmal alle 6 Begriffe. Das ist eine sehr gute Idee zum Lernen. Erster Begriff: eine Wohnung suchen. Zweiter Begriff: die Miete bezahlen. Dritter Begriff: eine ruhige Lage. Vierter Begriff: in guter Lage. Fünfter Begriff: die Kaution bezahlen. Sechster Begriff: der Einzugstermin. Jetzt machen wir ein kleines Quiz. Seid ihr alle bereit für die Fragen? Hier kommt Frage Nummer 1. Du suchst eine neue Wohnung. Welches Wort benutzt du dafür? Benutzt du den Begriff eine Wohnung suchen? Ja, das ist die richtige Antwort. Hier kommt die zweite Frage. Du musst jeden Monat Geld überweisen. Wie heißt diese monatliche Zahlung? Das heißt, die Miete bezahlen. Sehr gut. Frage Nummer 3. Du möchtest keinen Lärm nachts. Suchst du dann eine ruhige Lage? Ja,
Eine ruhige Lage ist dann perfekt. Hier kommt Frage Nummer 4. Du willst nah an Geschäften wohnen. Wohnst du dann in guter Lage? Richtig, das ist dann in guter Lage. Nun folgt Frage Nummer 5. Der Vermieter möchte eine Sicherheit. Musst du dann die Kaution bezahlen? Genau, du musst die Kaution bezahlen. Und hier kommt Frage Nummer 6. Ab welchem Tag darfst du einziehen? Wie nennt man diesen besonderen Tag? Das ist der Einzugstermin. Wunderbar. Ihr habt alle Fragen gelöst. Das war heute wieder eine tolle Folge. Wir haben sehr viel über Wohnungen gelernt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.